Was ist Lebensqualität? Das grosse Wort, das man auch schwierig kann beantworten im Einsatz. Aber ich denke, ich stelle Lebensqualität gerne gleich mit Zufriedenheit. Ich glaube, für viele Menschen mit Parkinson oder allgemein für Menschen ist es eben schwierig zu definieren, was Lebensqualität ist. Ich würde mega reisen. Das ist also eine eingeschränkt, wenn ich nicht mehr so gut laufen kann. Oder? Das ist... Hast du das vorher noch gemacht? Eben nicht, nein. Und das würde ich ändern. Nicht in die Ferien gehen, sondern ich kann reisen. Wenn es nicht betroffen ist, kannst du dir das nicht so vorstellen, wie es ist. Ja, das ist schon einfach ein Stück Lebensqualität, die verloren geht. Beim Parkinson ist es halt so, dass es schleichend kommt und die Lebensqualität sich nach und nach verabschiedet. Wenn du jetzt zurückschaust, hast du das Gefühl, dass die Lebensqualität von deiner Partnerin eingeschränkt ist durch die Krankheit? Ja, ich denke schon, ja. Weil sie muss mehr Sachen alleine machen, weil ich nicht mit kann. Und zum Teil nicht mit will, weil ich mich nicht wohlfühlen, so in die Leute reingehen zum Beispiel. So ein Konzert, da sind tausende Leute einfach reinstehen, dort fühle ich mich jetzt nicht sicher. Dann müssen sie alleine gehen. Wandern und so muss ich einfach halt dann mit anderen Leuten gehen und dann hocke ich daheim, was halt schon mal frustrierend kann sein, ja. Also belastet so Beziehung manchmal? Nicht verstanden. Belastet so Beziehung manchmal, oder? Definitiv, ja. Ist das so etwas, was dir als Paar thematisieren? Eher weniger leider, ja. Es ist so ein bisschen, man sollte es schon ein bisschen mehr thematisieren. Also jetzt geht so. Bei der letzten Ferien hat sie gesagt, sie geht Velo fahren. Und ich wäre auch gerne mit. Und dank an neuen Medikamenten, die ich dazu nehme, ist es nicht gegangen, und ich mit können. Vorher ist es nicht gegangen, dann haben wir auch so eine Probefahrt gemacht. Nicht, dass ich selber sagen, sie sind erstaunt, wie viel das Medikament wirkt. Und dass es bewirkt. Wahrscheinlich hat sie das Gefühl, ich will nicht mitkommen, sondern also, ja, ich will nicht. Nicht ich kann nicht, sondern ich will nicht. Und gibt es das oft so Situationen, wo sie vielleicht nicht versteht, dass du wirklich nicht kannst, sondern dass sie denkt, du willst nicht? Ja, das gibt es schon mehr. Das ist so. Sagt sie das? Nein, aber ich merke ihr so, Was merkst du da? dass sie es auch falsch versteht. Sie hat mehr das Gefühl, auch nicht, dass ich nicht kann. Also es ist manchmal so das Verständnis von ihr ist nicht so wahnsinnig gross manchmal. Also, ja. Könnte das aus mangelndem Wissen sein, dass sie die Krankheit nicht so versteht? Ich denke es, ja. Mangelndes Wissen, muss ich auch sagen, manchmal, ich rede halt nicht immer so gerne darüber. Und das ist auch mit dem Partner darüber reden, das ist saumässig schwer. Ja, und meine Mutter, also sie tut doch auch schon fast wie rechtfertigen, wenn sie mal in eine Runde kommt und sagt, von Anfang an, ich bin krank, vielleicht muss ich schnell liegen oder ich gehe jetzt liegen, wo es nicht gut geht. Das finde ich auch schade. Parce qu'avec ma maladie, ça fait longtemps que je suis malade. Pour les gens, je suis plus malade. Je sais pas comment vous dire. C'est pas que je veux que toute la journée on me dise Caroline, tu es malade, qu'est-ce que tu as. Mais bon, pour la plupart, par exemple pour mon mari, pour mes enfants, eux, maintenant, bon, c'est bien d'un côté parce que la vie continue, on vit. Mais souvent, ils oublient que pour moi, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut que je pense justement à prendre des médicaments, il faut que je pense à ma pompe. Et ça, bon, cette pompe, ça a un peu... Bon, ça leur a un peu rappelé que j'étais malade. D'accord. Bon, c'est super égoïste de dire ça. Non, non, mais je comprends. Oui. Wir sind beides Architekten. Also ich war hier in Bern im Architekturbüro. Und auf einmal hatte ich, das war ein grosses Büro mit 2 Standorten. Und auf einmal habe ich eine schöne Frau gesehen, eine Südfranzösin. Und gesagt, wer ist das? Bin ich mich erkundigen. Und
Voilà. Eine Architektin aus Südfrankreich, die bei uns gearbeitet hat. Also eben, ich war 9, 10, ich habe mich nicht mehr so... Ich weiss einfach, sie haben mal uns gesagt, ja, sie ist jetzt krank, aber ja, mit so jung stellst du dir, glaube ich, auch nicht so Fragen. Und für mich ist es halt einfach so, vielleicht fast einfacher gewesen, bin ich so wie mit dem aufgewachsen. Also man hat immer gesehen, wie es eigentlich immer mehr Symptome, mehr Zeichen gegeben, dass etwas nicht stimmt. Aber für mich ist es so, ja, es hat echt zu uns gehört. Aber so der Start kann ich mich wirklich nicht mehr so gross erinnern. Das übergreifende Thema von diesem Jahr ist eben Lebensqualität. Das ist so ein bisschen ein ganz Riesenbegriff. Und da sind wir so ein bisschen dran, dass wir versuchen, das so ein bisschen aufzusplitten und dass man zeigt, also es ist nicht das Gleiche, wenn man jemanden fragt, der betroffen ist, als wenn man auch denjenigen fragt, der drumherum ist, was Lebensqualität eben bedeutet. Also schon allein individuell und dann kommt noch der Aspekt der Erkrankung mit dazu. Das ist ein sehr spannendes und sehr hochkomplexes Thema. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo wir auch gerne die Sichtweise von denjenigen, die meistens in der Sprechstunde nicht gefragt werden. Also der Patient kommt ja klassischerweise immer zu uns in die Sprechstunde. Man fragt ja, wie geht's Ihnen? Was macht man? Und der Angehörige ist dann nebendran, aber den fragt man eigentlich recht selten und das sollte man eigentlich öfter machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir auch mit dem Video bezwecken wollen, dass es auch eine Plattform gibt für diejenigen, die das genauso miterleben, aber von einer anderen Perspektive. Ich glaube, sie haben uns mehr wie schützen. Ja. Nicht von Anfang an einfach so, hey, also jetzt bin ich krank, jetzt ist das und das. Ich glaube, mehr am Anfang war es mehr ein Schützen. Und irgendwann ist, eben, hat es sich gedreht, die Symptome sind mehr da. Man hat es gesehen, dass etwas nicht mehr stimmt, man hat es gemerkt. Und dann haben sie so ein bisschen erklären, okay, das ist Krankheit. Das funktioniert nicht mehr, jetzt müssen wir helfen. Und allgemein auch als Familienangehörig, man weiss ja gar nicht, darf man jemandem helfen? Also will die Person, dass man hilft, will er es nicht? Und meine Mutter war mehr so, sie hat immer, wenn sie etwas nicht mehr machen konnte, hat sie es probiert. Aber wir ihr nicht helfen. Erst wenn sie gefragt hat. Und das ist, glaube ich, auch für die Familie in Frankreich ist das schwierig. Sie haben nie gewusst, darf ich jetzt etwas fragen, darf ich helfen? Aber ich glaube, sie haben vor allem nicht darüber geredet, einfach eben, um uns zu schützen. Health-related quality of life is, we can say, is the part of the quality of life which is directly related with the health state, the care, and all aspects related with this situation. And therefore is much more restricted in concept of global quality of life. And it may be defined in some way like my definition in 1998 was that is the perception and evaluation by patients themselves of their consequences of the disease, the impact of the disease and its consequences on their lives. Also ich glaube, wir sind zusammen, weil wir eben nicht so eine harmonische Ehe haben. Ach, da gibt es ja viele. Es ist ja normal, oder? Ja, es ist eigentlich normal, aber es bringt einem auch weiter, oder uns hat es weitergebracht. Und ich meine, ich habe ihre Mentalität doch ein bisschen lernen, oder? Ich meine, die vom Süden, die sagen einfach, die explodieren, du bist allein. Obwohl vielleicht nur die Hälfte stimmt, oder? Ich sage, okay, vielleicht bin ich ein bisschen allein, aber übertrieben hat es ja, aber am nächsten Tag ist es vorbei. Und ich als Berner bin immer so ein bisschen nachtragend und ja, das geht. Und, Wenn ich dich jetzt einfach frage, ohne den ganzen Background, den du hast, wie würdest du für dich Lebensqualität definieren? Also was wäre für dich die Definition Lebensqualität? Oh, steile Frage. Ich würde sagen, das, was mein Leben immer wieder beglückt, wo ich immer wieder merke, dafür rentiert sich, dass ich mich am Morgen wieder aufmache und wieder arbeite und wieder irgendwie leiste und manchmal auch irgendwie etwas durchhalte und so. Aber das sind die Dinge, die mein Leben sinnvoll machen, die mir Freude machen, die mir Glück bescheren. Viele von denen sind nicht einfach machbar. Vielleicht kann ich was dazu beitragen, dass quasi eine
wie soll ich sagen, eine Landefläche da ist, aber ob da was landet oder so, liegt nicht an mir. Wie hat die Erkrankung von ihr deine Lebensqualität verändert? Du hast es vorher schon so ein bisschen geschildert, du musstest schleichend ein bisschen mehr machen. Aber grosso modo würdest du sagen, was ist mit deiner persönlichen Lebensqualität passiert, dadurch, dass sie krank oder dass sie die Diagnose bekommen hat und die Erkrankung im Verlauf langsam vorangeschritten ist? Ja gut, ich habe gefunden, ja, meine Lebensqualität nimmt ab, oder? Immer weniger und kann für mich weniger Sachen machen und ja, ist eigentlich zurückgegangen und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, oder, wie eigentlich nach mir Caroline steht. Und Caroline, das ist auch die Familie, Kind, Grosskind und einfach alles, was wir haben. Und ich muss jetzt sagen, die Lebensqualität ist jetzt sehr hoch für mich, weil wir sind eigentlich wieder eine gute Familie. Die Probleme, die wir über die Jahre hatten, habe ich das Gefühl, sind anders, aber es ist für mich ein besseres Zusammenleben und wir haben ein richtiges Familienleben wieder. So ein bisschen, was wir früher hatten mit unseren Kindern, wobei da sind wir immer ein bisschen gestresst mit Arbeit und so. Und jetzt mit unseren Kindern, die kommen immer noch zu uns essen. Die sind sehr verschieden, aber jeder hat so seine Qualitäten und das bringt uns zusammen. Und also, mein Lebensraum ist jetzt so ein bisschen daheim oder mit der Familie und nicht mehr irgendwie auswärts mit Freunden, am Abend Partys oder Golf spielen oder so. Es ist jetzt eher familiär. Dass derjenige, der Angehörige, und vielleicht kannst du das auch noch mal herausheben, also wie man die Angehörigen da im Bereich Lebensqualität eben genauso gut oder besser unterstützen kann, weil eben, das ist ja eine Symbiose, also der Erkrankte als auch der Betroffene, der nahe zusammen ist, erlebt das ja ganz mit, also auch ziemlich dicht, bloß auf eine andere Art und Weise. Und an sich ist es die Aufgabe auch, ich finde, das als Ganzes zu sehen und zu schauen, wie kann ich die Situation insgesamt in sich auch stärken, um die Lebensqualität beider eigentlich zu verbessern, nicht nur von einer Person. Weil ich glaube, wenn der andere wegfällt, dann ist ein gewisser Faktor der Lebensqualität der Person ja auch betroffen. Wahrscheinlich würde mich als Angehöriger, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in ein Arztgespräch, meine Partnerin, mein Partner ist von der Krankheit betroffen, ich begleite ihn, würde es mich schon mal überraschen, dass ich überhaupt angesprochen werde durch die Ärztin. Und schon überhaupt wahrgenommen werden als jemand, der auch irgendwie Aufmerksamkeit verdient und Fragen gestellt zu bekommen, wie gestalten Sie jetzt Ihr Leben und wie gelingt Ihnen da selbst irgendwie in so einer guten Balance zu bleiben. Ich glaube nicht, dass die immer ausgeglichen sein kann. Da gibt es auch Phasen, wo ich einfach viel mehr geben muss, als ich bekomme, aber vielleicht gibt es auch Phasen, wo ich dann auch wieder etwas bekomme, dass das schon mal irgendwie beruhigend sein kann für mich oder ein Öffner, aha, stimmt, ich darf auch zu mir selbst gucken. Ja, viel gelernt, oder? Also, zuerst habe ich immer gemeint, ja, ich habe gerecht und so, und Caroline und, oder? Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehen wir eben zum Psychiater, ein bisschen Ehe und so. Und dann hat er gefragt, ja, was erwartet ihr von mir, oder? Nach der zweiten, dritten Besprechung. Und ich habe gesagt, ja, helfen mir und so. Und Caroline hat gesagt, ja, sie hat einfach das Gefühl, ich sei ein bisschen das Problem. Und dann hat er auch gesagt, ja, das ist das Problem. Und ich, aha, gut, also. Und gut, ich habe ihn eingelenkt und dann bin ich viel zu ihm und so. Und hat mir wirklich geholfen, oder? Also meine Altlasten und auch von jung und Zeug und so, ja, mich verändert, also positiv kann man sagen. Und es war einfach viel weiter gewesen, oder? Und also die Bedeutung von Beziehungen, von sozialen Kontakten, da bin ich überzeugt, die ist wesentlich, vor allem für Menschen in der Krisensituation. Nur, das sehe ich auch als Problem, wenn da nicht schon irgendetwas besteht, irgendetwas anfänglich vielleicht auch nur, dass man irgendwie kultivieren kann, dann ist es schwierig, das in der Krise aufzubauen. Also, das ist natürlich schon eben in diesen Jahren, oder, wo man sagt, ja, es fängt nicht mehr so daheim oder Probleme und so.
eben, die meisten die gehen einfach, oder? Einfachster Weg, tschüss und so. Und jetzt habe ich noch eine Frau, die krank ist. Das ist doch umständlich. Ja, es hat ja viele Frauen, die da wären. Und dann habe ich nachher ein bisschen, also schlussendlich habe ich gesagt, ich stehe dazu, ich bleibe und ich helfe. Wenn ich, comment on explique? Ich weiß es nicht, sie sagt einfach, wenn sie nicht krank wäre, wäre ich gegangen. Aber ich weiß es nicht, ich kann ja nicht sagen, wenn und so. Also bei mir hat sich in letzter Zeit vor der Operation viel geändert. Also, aber ich habe mit meinen Eltern zusammen gewohnt. Sie hat mich immer wie mehr gefragt, ja, kannst du mir helfen? Also Körperpflege, wie es einfacher ist, für, dass sie mehr fragt als der Sohn oder der Mann. Bei mir hat sich wirklich, ich habe mich so wie an ihr Leben angepasst. Also am Morgen vor dem Arbeiten habe ich ihr geholfen, Medis parat zu machen, anlegen, was auch immer. Dann bin ich arbeiten, am Abend bin ich zurückgekommen, habe mit ihr darum gekümmert. Ich bin immer für sie da gewesen, habe ihr geholfen. Am Abend dann auch Medikamente wieder duschen, umziehen, ins Bett legen. Auch in der Nacht hat sie mir viel angerufen, ja, ich kann mich nicht bewegen, kannst du mir helfen? Aber das war wirklich so mehr gegen Schluss gewesen. Und dann auch das mit der Morphinpumpe war ja auch so eine Sache gewesen. Habe ihr auch immer habe ihr auch immer geholfen, sich neu zu stechen, die Pumpe parat zu machen. Und ich gehe halt auch viel oder komme viel zu den Sprechstunden mit, was mich interessiert. So. Also, ich will wirklich wissen, was das für eine Krankheit ist. Ich lese auch viel im Internet nachher und ja, es ist... Wie ist es jetzt? Du sagst, da hat sich sehr viel verändert, jetzt auch seit der DBS. Also es ist eben, jetzt kann sie allein mal eine Stunde daheim sein, was sie vorher nicht konnte. Sie kann allein in die Stadt gehen. Ich weiss, sie wird uns nicht anrufen, hey, ich bin jetzt gerade im Mikro, kann mich nicht mehr bewegen und kann nicht mehr heimkommen. Und ja, für uns war es halt auch schwierig. Manchmal waren wir in unserem Leben. Also haben wir etwas gemacht, dann haben wir einen Anruf bekommen, sei es von meiner Mutter oder von irgendjemandem, also von einem Geschäft, ja, die müsst eure Mutter holen. Das ist jetzt nicht mehr so. Also das ist wirklich... Jetzt können wir so mit einem guten Gewissen allein daheim lassen, allein rauslassen, allein in die Physio gehen. Also das ist extrem... Das hat sich extrem viel geändert. Ist das sehr belastend für euch in dieser Phase? Manchmal hätte ich mir echt gewünscht, so, hey, einfach mal meine Ruhe zu haben. Aber es hat wie zu unserem Leben gehört. Also jetzt in meiner Sicht, es ist jetzt halt einfach so gewesen, und es ist ja normal, eben, dass man sich unterstützt und hilft. Und dann tut man halt das Leben an dem richten. Aber ich habe es jetzt nicht als mega belastend. Also habt ihr nicht das Gefühl, habt ihr viel müssen wegstecken oder zurückstecken in eurem Leben? Zurückstecken nicht. Mir überlegt, oder ich habe einfach so ein bisschen anders überlegt. Okay, vielleicht am Wochenende muss ich bei meiner Mutter sein. Oder ich habe einfach zum Beispiel meine Termine oder beim Arbeiten müssen schauen, oder habe geschaut, dass ich mit zu den Arztterminen gehen kann. Aber so richtig zurückstecken, nein. Für mich nicht. Ich weiß von Patientensituationen auf der Intensivstation, wo Angehörige wirklich sehr viel Zeit, sehr viel Energie investieren, wo es, glaube ich, wichtig ist, dass sie erleben oder dass sie ihre Kraft einteilen dürfen, dass sie auch mal nicht kommen dürfen und es ist trotzdem okay, dass sie nicht die Treue zu dem Patienten brechen, wenn sie etwas machen, wozu sie Lust haben und wo der Patient nicht mit kann. Vielleicht hilft dann, sich zu denken, in der Zeit bekomme ich wieder Kraft, um wieder in den Situationen, wo ich da bin, dann auch wirklich da zu sein. Aber es ist auch okay,
dass ich nicht immer da bin. Und vielleicht können wir auf mehrere Schultern verteilen. Vielleicht in Familiensystemen ist es manchmal auch wichtig, dass die sich absprechen, dass die sagen, heute besuche ich die Patientin und morgen du und wir wissen es voneinander. Und das machen wir, um unseren langen Atem zu bewahren. Wenn ihr jetzt zurückguckt, wie eure Lebensqualität vor einigen Jahren definiert war und wie sie jetzt ist. Also auch jetzt wieder an dich die Frage, wie würdest du sagen, hat sich der Begriff Lebensqualität für dich gewandelt? Er hat sich insofern gewandelt, als vor wenigen Jahren, wo wir noch gut reisen konnten, wir viel mehr unterwegs waren als jetzt. Aber das ist eine andere Art Lebensqualität. Und das Reisen, das es eben jetzt nicht mehr geht, ist es einfach auch bezüglich der Erkrankung so gekommen? Oder ist es unabhängig, dass du sagst, okay, auch Alter und Corona und alles Mögliche, was jetzt sozusagen euch am Reisen hindert? Also der Parkinson schon. Okay. Ich rede nicht gern von der Erkrankung. Von dem Parkinson. Genau, der fordert. Aber natürlich der Jahrgang auch. Ja, okay. Was Sie vielleicht machen könnten als Ärzte, als Ärztinnen, Sie könnten Gefäße zur Verfügung stellen, in denen Menschen anfangen zu erzählen, narrativ werden und erzählen, was eigentlich ihr Leben schön macht, was dazugehört, wo sie merken, jetzt bin ich mit mir selbst im Einklang, wo sind sie in Frieden, könnte so eine Frage sein. Und das kann man schlecht mit Häkchen rausfinden und man hat 10 mögliche Antworten und kann die dann angeben, sondern damit ich mir bewusst werde, ja, das ist ja sehr individuell, hat was mit meiner Geschichte, mit meiner ganz konkreten, mit dem Lebensentwurf zu tun, den ich jetzt habe, muss man, glaube ich, ermöglichen, dass jemand überhaupt in das Erzählen kommt. Ja. Vielleicht müsste er auch am Anfang ein bisschen Zeit haben oder ein paar Anläufe nehmen, bevor er das überhaupt formulieren kann. Wir sind es ja im Alltag auch nicht so gewohnt, aber ich bin sicher, dann würden eigentlich die spannenden Geschichten erzählt. Es ist natürlich komisch zu sagen, ohne Parkinson wäre ich ein anderer Mensch. Aber ich glaube, ich hätte nicht mehr Lebensqualität, ich hätte eine andere. Also ja, ein Stück Lebensqualität mit der DBS zurückgewonnen, weil aber ich kann aufstehen, ich kann bewegen, ich bin viel beweglicher und auch mit den Medikamenten. Also